Das ist eine gute Frage, weil Drucker sind außerhalb der Wahrnehmung. Ein Drucker steht in der Ecke, es kommt Papier raus, der ist langweilig. Im Regelfall wird ein Drucker als Büromöbel gesehen, ist aber eigentlich ein Business Critical System. Hört sich jetzt lustig an, weil ein Server ist normalerweise Business Critical System. Business Critical deswegen, wenn er ausfällt, ist die Hölle los. Und egal, ob er bei der Sekretärin ausfällt oder am Lager, die Auswirkungen sind natürlich anders. Aber das ist genau das, was es ist, Business Critical. So, jeder Server wird gehärtet, sprich, alle Ports werden abgeschaltet, es gibt tausende von Protokollen zu, weil er wird ja als Business Critical wahrgenommen. Jedes Notebook und jeder Rechner wird dicht gemacht mit Firewall, mit Passwörtern, mit Antivirensoftware und dann wird es erst ausgeliefert. Bei Druckern passiert Folgendes. Der kriegt eine IP-Adresse, der kriegt eine Druckwarteschlange. Und wenn man viel Glück hat, kriegt er vielleicht noch ein Passwort auf seinen Embedded Web Server, also die Benutzeroberfläche des Druckers an sich. Und da sind sich viele noch nicht bewusst, was kann ich eigentlich alles mit dem Drucker machen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Schaden anzurichten beim Drucker. Einmal die Daten abzugreifen ist das eine. Das wird in Anführungsstrichen relativ selten vorkommen. Man wird es auch nicht erstmal unbedingt bemerken, wenn die Geräte nicht dafür ausgelegt sind, solche Angriffe zu bemerken. Die große Gefahr besteht darin, wenn missgünstige Konkurrenten, sagen wir es einfach mal so, den Drucker out of order setzen. Dann druckt der Drucker nicht mehr. Und wir haben ja am Anfang gesagt, wenn er nicht mehr druckt, dann wird er zum Business Critical System. Es gibt im Internet ziemlich gute Anleitungen, wie man auf solche Drucker zugreifen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Drucker macht doch gar nichts. Der hängt in seinem eigenen Netzwerk, der ist hinter der Firewall, was soll mir denn passieren? Was viele nicht wissen, man kann Drucker relativ einfach über Google finden. Wenn ich über Google finde, dann habe ich nicht die Firewall durchbrochen und habe versucht reinzukommen oder sonst was. Der Drucker hat mich eingeladen, weil alle nicht benutzten Protokolle, Bonjour, Telnet, nur mal ein paar Beispiele zu nennen, AppleTalk, alles was nicht benötigt wird, die werden nicht abgeschaltet. Und wenn der Drucker mich reingelassen hat, dann bin ich auf einer Benutzeroberfläche einer Maschine, die Befehle ausführen kann, die normalerweise dann auch im Netzwerk hängt. Und was ganz schlimm ist, ich kann Druckdateien über das Internet an den Drucker senden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja und, was soll mir denn jetzt passieren? Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Klickvertrag oder auch einen verbrauchsbasierten, ist relativ egal. Und ich jag auf die Maschine 5000 Seiten schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Kostet. Sie drucken und ich breche Ihnen den Druckauftrag über die Weboberfläche einfach ab. Einfach nur so, das ist Unfug machen. Aber genauso gut kann ich PRN-Dateien, das sind Printer-Dateien, also praktisch der Druckdatenstrom, da ist Printer Job Language drin. Die steuert den Drucker und damit kann ich mir den Drucker konfigurieren, wie ich möchte. Es ist kein großes Hexenwerk, gerade bei multifunktionalen Geräten, auf den Drucker zuzugreifen, wenn er nicht abgesichert ist. Und jedes Dokument, was gescannt, kopiert oder sonst was wird automatisch an mich weitergeleitet. Ob man dazu möchte, weiß ich nicht. Das Küchenrezept von Tante Liese interessiert mich nicht wirklich. Unternehmens- und Bilanzberichte sind mehr als spannend. Besonders anfällige Branchen in dem Bereich sind tatsächlich Branchen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten. Alles, was unter den Begriff kritische Infrastrukturen fällt. Banken, Behörden, Healthcare, das sind wirklich besonders anfällige Branchen und für die galt die Datengrundschutzverordnung auch schon früher. Und die hätten sich auch schon früher schützen können und müssen, haben es auch teilweise auch schon getan. Ein Angriff auf die Druckinfrastruktur werden Sie kaum bemerken mit den Geräten, die zurzeit draußen am Markt sind. Es sei denn, Sie setzen Geräte ein, die tatsächlich diese Möglichkeiten bieten, wie zum Beispiel die Geräte von HP. HP bietet zwei Klassen von Geräten an. Einmal die Professional-Klasse, die ist nicht so hochpreisig und eher auch für kleine Unternehmen geeignet, und einmal die Enterprise-Klasse. Enterprise-Klasse bietet sämtliche Schutzmaßnahmen, die im Moment am Markt erhältlich sind, und zwar schon eingebaut. Merkt man dadurch jetzt einen Angriff? Erstmal nicht. Es gibt aber Monitorprogramme, die die Hersteller auch mit anbieten, die tatsächlich solche Angriffe bemerken und auch protokollieren. Schutzfunktionen haben sie beide, nur eben die Enterprise-Geräte sind zugelassen für Unternehmensumgebungen. Professional eher so 2- bis 3-Mann-Büro oder Homeoffice.
Man sollte Drucker nicht mehr nur einzig und allein nach dem Preis oder nach dem Seitenpreis bewerten, sondern welche Lösungen sind in dem Drucker enthalten, wie helfen sie mir, mein Unternehmen zu schützen. Was wir bei HP, bei den Druckern und auch im Computing-Bereich haben: SureStart, Schutz des BIOS, also noch vor der Betriebsebene im Pre-Start. Whitelisting, was praktisch das Ganze überwacht mit der zertifizierten Software und Firmware, dass nur die draufgespielt werden kann. Runtime Intrusion Detection, habe ich irgendwo etwas? Die Geräte reagieren darauf und melden es. Jetzt der Unterschied zwischen Professional und Enterprise. Enterprise hat es komplett eingebaut, Professional hat es rudimentär eingebaut und nicht mit dem ganzen Komfort. Heißt aber nicht, dass es da nicht drin ist. Man sollte es jetzt erstmal sich einen Grundgedanken zu eigen machen. Und wenn man sich den nicht zu eigen macht, braucht man die ganze Sache eigentlich auch nicht angehen. Ein Rechner und ein multifunktionales Gerät sind ein und dasselbe. Wenn wir jetzt die Datenströme haben, ziehen wir die Analogie zum Computer, sind der Netzwerkverkehr, den ich habe. Der PIN-Druck ist die größte Augenwischerei, die jemals erfunden worden ist. Weil der PIN steht in der Regel im Klartext im Druckdatenstrom. Beim Follow-Me-Printing funktioniert es so: Der Druckdatenstrom wird an einen Server gesandt und liegt dort verschlüsselt auf der Festplatte ab. Auch der Übertragungsweg des Druckdatenstroms ist verschlüsselt. Das heißt, ich komme gar nicht dran, auch wenn ich die Festplatte habe oder wenn ich den zwischendurch mit Man in the Middle abfangen würde. Und erst wenn sich der Benutzer an einem Gerät, wie auch immer, biometrisch, mittels Karte, was meistens der Fall ist, an einem Gerät seiner Wahl authentifiziert hat, kann er auf diese Daten zugreifen. Ich habe eben gesagt, der Druckdatenstrom ist unverschlüsselt, wenn ich nur eine PIN eingebe. Die HP-Drucker bieten mit dem Universal Print Driver die Möglichkeit, tatsächlich den gesamten Datenstrom zu übertragen. Das ging früher nur über Pool Printing. HP bietet die Möglichkeit jetzt von Haus aus und for free. Es geht zum Beispiel darin, dass wir einen Netzwerk-Basis-Check haben. Der checkt einfach nur das Netzwerk. Was man noch machen kann: HP bietet zum Beispiel einen Fragebogen an, leider nur auf Englisch. Das ist ein interaktives PDF, wo ich einfach nur ankreuzen muss. Und da werden mir dann schon auch Lücken aufgezeigt, die ich einzeln allein in meiner Strategie haben könnte. Wir helfen Ihnen, Ihre Druckumgebung datengrundschutzkonform zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist die HP-Lösung, die wir sowieso haben, sei es in unseren Notebooks, PCs oder auch in den Druckern. Die sind eingebaut und nicht angeschraubt. Das heißt, es könnte auf den ersten Blick sein: Oh, das ist jetzt aber ein bisschen teurer als der andere Drucker, aber hat der andere Drucker die Funktionen eines anderen Herstellers zum Beispiel und die Sicherheitsmerkmale, die die HP-Drucker haben? Weil HP hat tatsächlich derzeit, so wie man sagen kann, mit die sichersten Drucker der Welt.